Wir schauen nach Kalifornien. Noch läuft der Kampf gegen die Flammen und es läuft auch bereits die Suche nach der Ursache für die verheerenden Feuerwalzen rund um Los Angeles. Ein Verdacht, Überreste eines Neujahrsfeuers könnten den sogenannten Palisades-Brand verursacht haben. Die Brände begannen vergangenen Dienstag. Mindestens 24 Menschen kamen ums Leben. Fast 3 Dutzend werden noch vermisst und Zehntausende Häuser sind zerstört. Südkalifornien setzt derweil den Kampf gegen die verheerenden Brände fort mit über 15.000 Helfern im Einsatz. Trotz Fortschritten bei der Brandbekämpfung warnt der US-Wetterdienst vor stärkeren Winden und extremer Feuergefahr. Die Staatsanwaltschaft geht gegen mutmaßliche Plünderer weiter intensiv vor. Und auch an diesem Dienstagmorgen wollen wir in die Region schauen, zu unserem US-Korrespondenten Michael Wöhnweber, der weiterhin dort für uns ist. Guten Morgen, Michael. Wie entwickelt sich denn jetzt die aktuelle Lage? Kann man das Wort Entwarnung tatsächlich in den Mund nehmen? Vielleicht, aber die große Frage ist, schlägt der Santa Ana-Wind noch einmal zu? Es waren ja zumindest Windböen von bis zu 70 Meilen. Das ist Orkanstärke vorhergesagt in dieser Nacht. Mein Eindruck ist, es ist ja hier erst 9 Uhr abends, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen wird. Zumindest nicht hier in Los Angeles. Und hinter diesen Bergrücken, dort grummelt so ein bisschen noch die Glut. Denn man hat es geschafft, tatsächlich jetzt in den letzten Tagen übers Wochenende und auch heute die Flammen zu bekämpfen. Also es gibt kein offenes Feuer mehr. Aber das heißt nicht, dass Entwarnung gegeben werden kann, denn es gibt immer noch sehr, sehr viele Brandherde. Aber da hat es auch Fortschritte gegeben. Aber wenn dieser starke Wind darüber geht, dann könnte das Feuer natürlich noch mal angefacht werden. Dann würden wieder die Funken fliegen. Dann könnten wieder Brandherde woanders entstehen. Also Entwarnung, ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Aber ich habe den Eindruck, dass der Wetterbericht vielleicht sich doch nicht, was die Windböenstärke betrifft, sich so bewahrheitet. Michael, ich habe es ja eben angesprochen, aber hast du weitere Details, wie die Aufarbeitung im Moment läuft? Also Brandstiftung ist tatsächlich wirklich ein großes Thema jetzt in Los Angeles? Naja, es gibt auf jeden Fall jetzt die Frage, war es ein Unfall? Natürlich auch da ist die Verantwortung zu klären. Zum Beispiel hier in Altadena, also wo das Eaton-Feuer wütete und 7000 Häuser wie hinter mir zerstörte. Da könnte es tatsächlich ein Defekt an einem Transformator der Elektrizitätswerke gegeben haben. Das wird staatsanwaltschaftlich untersucht. Da gibt es auch schon eine Anzeige, aber das ist noch unklar. Darüber hinaus gibt es jede Menge Conspiracy Theories inzwischen, also Verschwörungstheorien, unter anderem, dass das Verteidigungsministerium dahinter stecken würde. Also da geht es ziemlich hoch her. Auch Elon Musk verbreitet oder liked irgendwelche Verschwörungstheorien. Also das heißt, die Diskussion an. Und für Donald Trump, dem kommenden Präsidenten, ist ja klar, dass sowieso die kalifornische Regierung und Gavin Newsom, der Gouverneur, und die Bürgermeisterin hier in LA versagt hätten. Aber was man vielleicht jetzt zuerst einmal feststellen kann, man tut jetzt wirklich alles. Es gibt fast 1000 Feuerwehrtrucks, die hier jetzt im Einsatz sind am Eaton Fire und dann auch in den Palisades. Also es wird wirklich alles aufgeboten, was man hat in Kalifornien. Und es gibt ja auch unheimlich viele Helfer, die von außerhalb gekommen sind. Also man ist deutlich besser aufgestellt als vergangene Woche. Ja, und vielleicht das noch, die Oscar-Nominierungen sind wieder verschoben worden wegen der Brände. Die Akademie hat gesagt, dass die Brände erstmal im Vordergrund stehen und das soll jetzt dann frühestens kommende Woche passieren. Michael, danke für diese aktuellen Informationen nach LA.